Erinnert ihr euch noch daran? Ich hätte alles hinter mir gelassen, bis ich diesen Jungen traf. Und ich habe euch damals versprochen, wenn ihr wollt, erzähle ich euch mal die Geschichte, wie ich diese eine Person gefunden habe. Und dieser Tag ist heute. Schnallt euch an, denn it's gonna be a bumpy ride voller Dreiecks- und Vierecksbeziehungen, will they, won't theys, Betrug, Verrat und a lot of trouble, der alles bisher wie ein Kindergeburtstag aussehen lässt. Aber was heißt alles bisher? Hört sich an, als bräuchten wir mal wieder einen neuen Recap. Ich habe mich in meinen besten Freund Chan verknallt und eine 3,5-jährige On-Off-Sex-Beziehung mit ihm geführt, bei der wir basically jeden Tag haben, obwohl er hetero war. Als er mit einem Girl zusammenkam, verdammte Jessie, slidete auch ich in was Neues, was dann zu einer offenen Beziehung wurde, weil ich Chan nicht loslassen konnte und mein Ex mich nicht. Surprise, der Versuch fuhr voll gegen die Wand. Die Beziehung wurde wieder geschlossen und wegen Job und um Distanz zwischen Chan und mich zu bringen, zogen wir nach Potsdam, was geklappt hat. Aber ist der Brunnen erst vergiftet. Mit der Zeit fadete die Beziehung in eine Freundschaftssituation aus, in der ich und mein Ex immer noch zusammen lebten, aber mehr als Freunde, und das habt ihr verpasst bei Your Victory. So, jetzt seid ihr auf dem aktuellen Stand. Dabei müssen wir eigentlich viel früher anfangen. Vor über 16 Jahren sogar. Also, da wo es mit dir und Chan das erste Mal kaputt ging? Das erste von 100 Mal. Ah, schön, dass du auch wieder dabei bist. Ich hab gehört, ich wurde vermisst. Nicht von mir. Was? Ungefähr da war das, yep. Die Sache mit Chan war der reinste Abfuck. Also war ich ziemlich viel online unterwegs, um mir Bestätigung zu holen. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich war damals ein ziemlich cocky Motherfucker. Hey, hi. Bist eigentlich nicht mein Typ. Aber bei dir würde ich eine Ausnahme machen. Oh, wer ist ein edgy Boy? Wer ist ein edgy... Du bist ein edgy Boy, so cocky. Schnauze. Ich denk mal, das war, weil ich mich im realen Leben so klein und machtlos gefühlt habe, dass ich online extra cool rüberkommen wollte, um mir zu beweisen, dass ich kein Trash bin. Also hast du dich wie Trash verhalten. Klassiker. Damals war YouTube neu und ein Spielplatz ohne Regeln für Kreative. Lang bevor Warner Brothers die Cold Mirror Parodien gestrikt hat und das böse C-Wort allgegenwärtig wurde. Kant? Nee, Copyright Infringement. YouTube war wie TikTok heute. Keinen hat gejuckt, wer die Rechte an was hatte. Das Internet war noch Neuland. Und ungefähr um diese Zeit fing ich mit Hobby-Synchronsprechen an und landete schnell in der deutschen Fan-Dub-Szene. Hier haben sprechbegeisterte japanische Animes auf Deutsch übersetzt, die Soundeffekte und Musik nachgebaut und von kleinen Clips bis ganze Episoden alles eingesprochen und synchronisiert, was es damals so gab. Was hat das alles mit deiner Beziehung zu tun? Kontext, Junge! Das wird noch wichtig, okay? Sure. Also, damals gab es 3 große Fan-Dub-Dynastien. Crash Dub Studios, Crimson Studio und die Strange Dubbers. Und eine Handvoll komischer Mermaid Melody Dub-Gruppen. Mermaid Melody Pitchy Pitchy Pitch? Ja, und das war jede einzelne von ihnen. Was? Pitchy, Pitchy Bitch. Ah, da kommt der Edge Boy wieder durch. Zurück zu den Dynastien. Crash Dub Studios war die Crème de la Crème der Hobbysprecher. Die Qualität war solide bis super professionell und viele von denen, ich würde fast sagen 75%, sind heute mehr oder weniger BerufssprecherInnen und in Animes, Serien und Kinofilmen zu hören. Ihr könnt euch vorstellen, Klein Punker-Mick fand die alle abgehoben und doof. Is it? Crimson Studio war qualitativ okay. Da waren auch P-Boy und Nana. Wer? Die beiden werden später nochmal wichtig. Oh, okay. Crimson Studio wurde angeführt von ehemaligen Crash-Dubbern, die ihren eigenen Weg gehen wollten. Es gab eine Art Rivalität, denn insgeheim wollten alle Crimson-Mitglieder irgendwann zu Crash-Dub aufsteigen. Dabei hat Crimson schon auch eine Handvoll SynchronsprecherInnen hervorgebracht, zwischen 25 und 30%. Echte Namen nenne ich jetzt besser keine, weil viele sich ein bisschen für ihre Fan-Dub-Zeit schämen. Warum das denn? Naja, Fan-Dub ist immer noch Fan-Dubbed. Bisschen cringy manchmal. Und vermutlich auch aus Angst, das könnte sie Jobs kosten. Immerhin war das alles so semi-legal, die Sachen selbst zu synchronisieren und gratis hochzuladen. Okay, verstehe. Dynastie 3 und dann aber weiter im Text. Ich will zum Boys Love Part. Okay, die Strange Dubbers, gegründet von mir und meiner besten Freundin Kadi. Wir wollten ein Gegenpol sein zu den snobbischen Ete-Petete-SprecherInnen, die niemanden bei sich reingelassen haben und... Das heißt, ihr wart zu schlecht für die ersten 2 und gründetet ein Sammelbecken für den ganzen Rest. Nein, das ist die gehässige Weise, Geschichte zu betrachten. Ach ja? Und wie viele Synchronprofis habt ihr hervorgebracht? 0. Keine weiteren Fragen. Jedenfalls waren Yuria und Yume bei den Strange Dubbers. Noch mehr Side-Characters. Und heißt das nicht Yume?
Aus dem Japanischen? Wir haben auch damals Sasuke gesagt. Alles klar. Aber komm jetzt endlich zum Punkt. Ja, Yunes bester Freund und späterer Boyfriend war Dennis. Bam! Endlich. Und auch der Ex-Freund von Yuria. Wilder Bengel. Und der Crush von Nana. Was? Und P-Boy. Den Zweiten von Crimson? Mann, der war untouchable, cute und begehrt. Also habe ich gemacht, was ich am besten kann. Hey, hi, bist eigentlich nicht mein Typ. Aber bei dir würde ich eine Ausnahme machen. Cringe. Naja, nicht genau so. Yuma hatte bei sich zu Hause scheiß Internet auf dem Dorf und war darum bei Dennis und hat ihn gebeten, mich bei MSN zu adden. Um irgendwas wegen Fandub zu klären, keine Ahnung. Für die, die zu jung sind, MSN war das Discord der Internetsteinzeit. Basically das, was WhatsApp heute ist. Aber da es keine Smartphones gab, hatte man das nur am PC. Und vielleicht muss ich noch mal dazu sagen, das Fandubben verlief komplett online in extra privaten Foren. Das heißt, viele haben sich noch nie in Real Life getroffen. Das galt auch für mich und Yume und Yuria. Red mehr von dem Boy. Und somit auch für Dennis. Mann, die drei kamen aus dem Norden bei Hamburg und ich Ecke Berlin. Jedenfalls hatte ich Dennis jetzt bei MSN. Sora hieß er da, wie der Bengel mit den Riesenlatschen von Kingdom Hearts. Und weil ich ihn hot fand, also Dennis, nicht in Charakter, habe ich viel mit ihm geschrieben und subtil geflirtet, um rauszufinden, ob ich eine Chance hätte. Rein hypothetisch natürlich. Klar. Na, Kleiner, Bock auf Schwarz. Keine Ahnung. Hihi. Das lief besser als erwartet. Wir haben mega viel geschrieben und wirklich ziemlich heftig geflirtet. Aber immer wenn ich gefragt habe, hat er gesagt, er sei nicht schwul und hat eine Freundin. Nur, wenn du nächtelang mit Webcam auf an und halbnackt mit einem Typen sextest, dann besteht eine geringe Chance, dass sich da jemand selbst belügt. Nur wusste ich nicht, wer von uns beiden. Ist das nicht obvious? Ich meine, bei der Show, die er da hinlegt. Du erinnerst dich an Chan, right? Right. Wenn Sex mit einem Typen kein Garant ist, schwul und ready zu sein, dann wohl auch kein Online-Flirt. Also blieb ich lieber im Cocky-Mode, statt mich zu öffnen und mich angreifbar zu machen. Nee, hab ja einen Girlfriend. Wart's nur ab. Irgendwann wirst du dich sowieso in mich verlieben. Doppelpunkt, großes P. Spätestens, wenn wir uns mal treffen. Punkt, Punkt, Punkt. Ui. Tatsächlich haben wir uns dann aber erstmal ein bisschen aus den Augen verloren. Ich war mit meinem YouTube-Kram beschäftigt, Fandubben, aber auch schon mit meinen ersten Animationen. Dennis, aka Sora, mit seinem Girlfriend und noch ganz anderem Drama on the side, aber dazu später mehr. Und mit seinem Abi. Außerdem war er Fitnesstrainer. Okay, das erklärt einiges. Was? Wie jemand in seinem Alter schon so einen Buddy haben kann. Hey, das Trösten ist meine Aufgabe, okay? Du sollst mich immer wieder back on track bringen. Dann such dir einen hässlicheren. Wie auch immer. Jedenfalls zog das YouTube-Ding so seine Kreise und ich hatte mein zweites Fantreffen. Und zwar in Hamburg, weil ich früher viel für Fernsehkritik TV gearbeitet habe, die da sitzen. Und wer kam noch aus Hamburg? Na? Mach weiter. Da Kadi und ich immer noch mit Yuria und Yume befreundet waren, war das die perfekte Chance, sich mal zu treffen. Und ich habe Dennis geschrieben, er soll auch mitkommen, denn er ist jetzt Single, aber noch befreundet mit den beiden, also. Als wir uns das erste Mal dann in Real Life getroffen haben, dachte ich, okay, der ist groß. I see what you did there. Nein, ernsthaft. Der war gefühlt 2 Köpfe größer als ich. Obwohl es in echt nur ein paar Zentimeter waren. Er hatte außerdem irgendwie eine tiefe Gorillastimme, die nicht zu seinem Gesicht passte. Hi. Aber trotzdem fand ich ihn mega cute. Und trotzdem, die Szene war awkward as fuck. Ich umringt von Fans, er stand mit seinen Exen die ganze Zeit abseits und sie haben getuschelt und gelacht und ich dachte, wie fucking weird ist das ja alles? Aber naja, jetzt kommt ein Timeskip. Wie? Warum? Yuria ist mit einem Typen vom Crimson Studio zusammengekommen, der dann auch zu Crashed Up aufgestiegen ist, wo ich mittlerweile war. Wir nennen ihn Shiggy Shiggy. Oh, diese Namen, ey. Richtige Nerd-Fan-Kacke. Ja, aber würde ich den echten Namen sagen, würdest du ihn kennen. Er ist heute ein berühmter Synchronsprecher. Außerdem haben wir ihn so genannt, weil er, als er nebenan in der Küche mit Yuria geskypt hat, random Shiggy, Shiggy gemacht hat. Keine Ahnung, was das für Roleplay war, aber seitdem hieß er bei uns einfach nur Shiggy Shiggy. Moment. Nebenan? Hat er bei dir gewohnt? Ja, kurzzeitig, weil er ein Praktikum in einem Berliner Synchronstudio gemacht hat. Ah, ich weiß schon, worauf das hinausläuft. Hey, Yume und Dennis fuhren mit Yuria nach Berlin, um ihren Boyfriend Shiggy Shiggy bei mir zu besuchen. Hi, voll cool, dass ihr da seid. Yeah!
Seriously, wieso hat er so eine Quietsch-Voice? Was? Gorilla? Das hat er gesagt? Jedenfalls haben wir eine wilde Wohnzimmerparty geschmissen, Fotos gemacht und waren, wenn ich das rückblickend betrachte, ziemlich touchy und fixiert aufeinander. Am nächsten Tag sind wir alle nach Berlin für das übliche Touri-Programm und dann war er wieder weg. Aber zum Glück wurden in der Zwischenzeit Smartphones erfunden. Yay! Wir haben noch mehr geschrieben und jede Chance genutzt, um uns zu sehen. Selbst wenn er nur eine Stunde Aufenthalt am Berliner Hauptbahnhof hatte, als er seinen Vater besuchen war, bin ich hingefahren, dass wir uns wenigstens kurz sehen können. Und trotzdem fragte ich mich die ganze Zeit, what the fuck is going on here? Zu dem Zeitpunkt waren wir zwei Full Heartstopper Main Character. What if this is something? What if this is nothing? What if this is in my head? Dann war er eine Freundin in Potsdam besuchen und kam auch bei mir vorbei. Und blieb über Nacht. Und boy, plötzlich erzählt er mir... Dieses eine Mädel, mit der flirte ich immer. Die ist ziemlich verknallt in mich. Nana von Crimson Studio. Ich denke... Dann denke ich, alles cool. Er will mir sagen, trotzdem bin ich bei dir. Dieser eine Junge, mit dem flirte ich immer. Der ist ziemlich verknallt in mich. P-Boy von Crimson Studio. Und ich denke... Dann denke ich, alles cool. Er will mir sagen, trotzdem bin ich bei dir. Oder? Seriously, was ist diese Fuckery? Ich muss wissen, woran ich bin. Ich kann nicht immer und immer wieder denselben Fehler machen und mich in Jungs verknallen, die emotionally unavailable sind. Musst du auf Klo? Nein. Also hieß es, alles oder nichts. Wir sind ins La Leander, einer kleinen Gay-Bar in Potsdam und haben einen übertrieben nicen Abend. Er liegt auf meinem Schoß, wir kuscheln und quatschen und irgendwann sage ich, was denkst du über uns? Keine Ahnung. Wieso? Und ich denk mir, lock ihn aus der Reserve. Nur dann weißt du, ob das was werden kann oder nicht. Also... Weil ich bin ziemlich verknallt in dich. Uff. Ich wollte nur gucken, wie du reagierst. Ich meine das doch nicht ernst. Oder... Doch? Was mit deinem Boyfriend? Was ist mit Nana? Was ist mit der Wohnung? Was ist mit P-Boy? Ihr wohnt doch noch zusammen. Wir sind nur noch Freunde. Habt ihr Schluss gemacht? Nicht richtig. What the fuck? Was ist das hier? Das Wer? erfahrt ihr beim nächsten Mal. Ey, das ist jetzt schon so lang wie alle Sexfreundschaft-Teile zusammen. Nur weil du über deine scheiß Stand-Ups reden musstest. Das ist Kontext! Dennis und ich haben übrigens gemeinsam ein Buch geschrieben über zwei Jungs, die sich übers Netz kennenlernen, heftig flirten, aber der eine nur mit Girls zusammen war und der andere... Basically eure Geschichte also. Nein? Natürlich nicht. Wenn ihr es lesen wollt, der Bestelllink ist in der Bio, oder? Genau. Und lasst gern Thanks hier. Weil so wie das aussieht, wird das hier noch ein ganz schönes Stück Arbeit. Da können wir den Support gebrauchen. Und bis dahin... Chihuahua!